Der Alpha 7 von Advance war ein wahres Erfolgsmodell. Es wird nicht zu Unrecht behauptet, der Alpha 7 war der beste Anfängerschirm, der jemals gebaut wurde. Im Frühjahr 2025 bringt Advance dann den Alpha 8 raus. Ob sie mit diesem Schirm an das alte Erfolgsmodell anschließen können oder ob der Alpha 7 der beste Schirm bleibt, das schauen wir uns jetzt an. Der Alpha 8 ist der Anfängerschirm von Advance. Es ist ein Schirm mit der Klassifizierung ENA. Ich habe mir den Alpha 8 Classic angeschaut. Zum ersten Mal in der Alpha-Reihe gibt es nun auch einen Alpha DLS als Leichtversion. Die Verarbeitung ist Advance typisch sehr hochwertig und clean. Die Farben finde ich persönlich ebenfalls sehr gut gelungen. Falls trotzdem nichts für euch dabei ist, gibt es auch die Möglichkeit, die Farben anzupassen. Die Tragegurte sind ebenfalls gut durchdacht und es fehlt an keinen Features. Die A-Leinen sind blau und die äußere A-Leine zum Ohrenanlegen ist in den ersten Zentimetern rot. Die B- und C-Ebene ist gelb und die Stabilo-Leine ist orange. Die Bremse lässt sich mit einem Magnet befestigen und die Tragegurte haben das Easy Connect System. Der Alpha ist verfügbar in den Größen 22, 24, 26, 28 und 31 und decken einen idealen Gewichtsbereich von 58 bis 130 Kilo ab. Der Alpha 8 hat wie zum Vorgänger ebenfalls 38 Zellen. Im Lieferumfang bekommt ihr das Handbuch, einen Mini-Windsack, ein Repair-Kit, ein Compression-Bag und den neuen Comfort-Bag 4. Sehr nett also. Bei meinem Test hatte ich ein Abfluggewicht von 70 Kilo bei der Größe 22. Ich lag damit also knapp über dem idealen Gewichtsbereich, aber noch lange im erweiterten Gewichtsbereich. Das im Hinterkopf schauen wir uns mal die Manöver an. Die Schulungsmanöver funktionieren alle ohne Probleme. Bei der schnellen 8 merkt man, dass der Schirm sehr gut auf Befehle und Input reagiert. Er wirkt sehr gedämpft und dennoch dynamisch genug. Beim Nicken war ein Frontklapper ohne Speedsystem zwar möglich, jedoch musste ich den Schirm wirklich an die Grenze bringen. Für Schüler, welche den Schirm im idealen Gewichtsbereich fliegen, sollte das kaum möglich sein. Der Klapper ohne Piloten-Input ist relativ unspektakulär und zeigt kaum Reaktion. Er dreht um gerade mal 30 Grad weg. Der Klapper aus dem Nicken raus ist ebenso entspannt. Der Schirm dreht um ca. 90 bis 110 Grad und öffnet sich sofort ohne Probleme. Der gehaltene Klapper ist auch entspannt. Der Schirm bleibt stabil und fängt nicht an zu drehen. Körpergewicht reicht aus, um den Alpha 8 auf der Achse zu halten. Beim Klapper mit gehaltener Bremse schlägt der Schirm etwas, was auf einen kurzen Bremsweg hindeuten könnte. Dieser Verdacht bestätigt sich dann, da der Schirm beim Durchbremsen am Steg relativ schnell stallt. Hier sehen wir nochmal die Reaktion, wenn man am Steg hält und abrupt durchbremst. Der Frontklapper fühlt sich ebenfalls sehr entspannt an und zeigt kaum Reaktion. Beim Öffnen schießt er sehr gedämpft und kehrt schnell in die Grundposition zurück. Der Frontklapper aus dem Nicken kippt etwas stärker ab und schießt auch stärker, aber weiterhin nichts Ungewöhnliches. Bevor wir uns jetzt die fortgeschritteneren Manöver anschauen, werfen wir einen kurzen Blick auf das Start- und Landeverhalten. Die Starts fühlen sich sehr kontrolliert an. Der Schirm gibt euch gute Unterstützung. Durch etwas Unterlaufen und leichten Gegeninput konnte ich den schräg steigenden Schirm hier locker korrigieren, wie ihr seht. Auch der Rückwärtsstart ohne A-Line bei wenig Wind war kaum Problem, was selten für Schirme außerhalb des leichten Segmentes ist. Das Handling am Boden ist bemerkenswert akkurat und bei Schirmen von diesem Gewicht wirklich einmalig. Auch die Landungen sind relativ unspektakulär, der Schirm lässt sich gut ausflären und fällt mir keineswegs negativ auf. Durch den Weitwinkel der Kamera sahen die Landungen hier etwas schneller aus, als sie in Wirklichkeit waren. Im B-Stall zeigt der Alpha 8 keinerlei Verformungen und beim Ausleiten schießt er kaum bis gar nicht. Ja, total einfach, passiert nichts, fliegt direkt wieder, alles im Grün. Beim Fullstall ist es ähnlich, ich habe mich jederzeit ziemlich sicher gefühlt und auch das Schießen beim Ausleiten bleibt sehr moderat.
Im Fullstall zum Heli zeigt der Schirm ebenfalls keine Probleme und es macht wirklich sehr viel Spaß. Der Heli über die Einleitung durch den Sackflug lässt sich ebenfalls sehr gut ausführen. Der Alpha 8 zeigt den Stallpunkt sehr präzise an und auch im Heli bleibt der Schirm jederzeit sehr stabil. Die Einleitung durch ein Misty macht ebenfalls sehr viel Spaß. Die Spirale leitet ohne Piloteninput innerhalb von einer Umdrehung aus und der Schirm stabilisiert sich sehr schnell ohne zu klappen. Beim SAT sehen wir selbst ohne Bremse keine Entlastung auf der Außenseite. Sehr stark also. In der Thermik fühlt sich der Schirm sehr direkt an. Er gibt viel Feedback, ohne dass es überfordernd wirkt. Das Gefühl, bei einer Thermik gibt er einem direkten Input, ohne dass er aber überfordernd ist. Also er ist nicht schwammig, sondern sehr direkt, aber auch nicht zu extrem. Also ich glaube, es ist ein wirklich guter Mix, wenn man als Anfänger schon ins Thermikfliegen reingehen will, aber jetzt nicht überfordert werden will am Anfang. Also da wird es auf jeden Fall der richtige Schirm sein. Abschließend kann man sagen, dass der Alpha 8 ein rundum sehr gut gelungener Schirm ist und sich in den kleinen Details sogar von seinem Vorgänger abheben kann. Er ist aktuell wahrscheinlich der beste und ausgewogenste A-Schirm auf dem Markt. Er bietet sehr, sehr viel Spaß bei trotzdem noch hoher passiver Sicherheit. Wir haben den Alpha 8 aktuell zu einem wirklich tollen Preis in unserem Online-Shop. Schaut da gerne mal rein. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung.